Experimentdurchführung war so, dass wir vormittags und nachmittags 2 verschiedene Treatment-Slots hatten. Das heißt, wir haben zum Beispiel vormittags gar keine CO2-Informationen gegeben und dann nachmittags zum Beispiel, wie viel Gramm CO2 das Essen enthält. Und wir sind dann jeden Tag ca. eine Stunde für Öffnungszeit in die Mensa gegangen, haben geschaut, dass alle Gerichte verfügbar sind, haben geschaut, wo stehen die einzelnen Gerichte und haben dann unten auf der ersten Ebene die Poster getauscht, das heißt von keiner Information zum Beispiel zu Gramm in CO2. Dann muss man die Treppe hoch, der Monitor, der springt da automatisch. Und dann mussten wir wirklich da, wo die Essensausgabe ist, die Schilder, die Aufsteller über den einzelnen Essen tauschen, direkt vor den Augen von den Studenten und so ein bisschen durchmogeln. Aber das hat auch ganz gut funktioniert. Wir sind ein relativ großes Autorenteam. Wir sind 6 Leute. Das ist im Accounting-Bereich gar nicht so gewöhnlich. Aber da war noch ein viel größeres Team hinter. Das heißt, wir hatten super Unterstützung von den Mensa-Leuten, angefangen mit der Produktionsplanung, mit den Leuten, die ganzen Monitore bespielen, weil ich wirklich mit denen testen musste, dass das so aussieht wie sonst auch. Die Köche in der Mensa waren eine super Unterstützung, weil die immer wieder gesagt haben, okay, das ist nicht lieferbar, wir müssen das ändern. Und dann eben auch unsere Doktoranden, unsere studentischen Hilfskräfte. Wir waren mit 7 Leuten da und haben das alles getauscht, damit wir das wirklich super schnell fertig haben konnten. Das heißt, sehr viele Leute involviert, aber wir hatten ganz tolle Unterstützung und damit konnten wir es dann wirklich machen.